Begegnung im Sprachkurs. Hi, ist das hier der Deutschkurs A2? Ja, genau. Ich bin Max. Wollen wir uns duzen? Gern. Ich heiße Anna. Freut mich. Freut mich auch. Woher kommst du? Ich komme aus Spanien, aber ich wohne jetzt in Zürich. Und du? Ich komme aus Frankreich, aus Bordeaux, lebe aber seit einem Jahr in der Schweiz. Ah, spannend. Wie lange lernst du schon Deutsch? Seit 3 Monaten lerne ich regelmäßig, vorher nur ein bisschen. Und du? Seit einem halben Jahr. Ich brauche Deutsch für den Alltag und für die Arbeit. Verstehe. Was machst du beruflich? Ich arbeite im Fitnessbereich. Viel Kontakt mit Kunden, daher ist Deutsch wichtig. Klar, macht Sinn. Welche Sprachen sprichst du noch? Englisch auf B2 und ein bisschen Italienisch. Und du? Englisch gut, Französisch natürlich und Deutsch wird langsam besser. Schritt für Schritt. Übung macht den Meister. Genau. Nochmal dein Name bitte. Ich will richtig notieren. Anna. Und du bist Max, richtig? Ja. Wie schreibt man deinen Nachnamen? Molina M-O-L-I-N-A. Super, danke. Meiner ist Keller. K-E-L-L-E-R. Alles klar. Hast du Lust auf Sprachaustausch? Sehr gern. Zusammen lernen macht mehr Spaß. Perfekt. Wollen wir Kontakte tauschen? WhatsApp passt? Klar. Meine Nummer ist +41 77 444 867. Schreib mir einfach Max. Danke. Meine Nummer +41 79 55 12 34. Bist du auch auf Instagram? Ja, mein Profil heißt @anna.fit.d. Und deins? @max.keller. Schreib mir, dann können wir Übungen teilen. Gute Idee. Heute nach dem Kurs 10 Minuten Smalltalk auf Deutsch? Klingt gut, sagen wir 17:15 Uhr vor dem Café neben der Schule? Fast. Wir können Themen üben wie Wohnort, Arbeit und Freizeit. Top. Und wir machen eine Liste mit neuen Wörtern. Wenn etwas unklar ist, fragen wir die Lehrerin. Kein Stress. Genau. Ach, welche Tage passen dir für regelmäßiges Treffen? Montags und mittwochs am Abend. Und dir? Bei mir gehen dienstags und donnerstags. Wir finden sicher einen Termin. Auf jeden Fall. Schreib mir einfach später. Neuer Nachbar im Haus. Hallo. Bist du neu hier im Haus? Ja, genau. Ich bin Max. Ich bin vor 2 Tagen eingezogen. Freut mich, Max. Ich heiße Anna. Ich wohne schon seit 3 Jahren hier. Sehr schön. Ich freue mich, endlich Nachbarn kennenzulernen. Woher kommst du? Ich komme aus Tschechien, aus Prag, aber jetzt arbeite ich hier in Deutschland. Ah, interessant. Willkommen im Haus. Danke. Kannst du mir vielleicht ein bisschen erzählen, wie es hier läuft? Klar. Auch wichtig ist die Ruhezeit. Ab 22 Uhr sollte es leise sein. Auch mittags von 13 bis 15 Uhr mögen viele Ruhe. Alles klar. Ich bin sowieso kein lauter Mensch. Super! Müll ist auch ein Thema. Vor dem Haus stehen mehrere Tonnen. Die blaue für Papier, die gelbe für Plastik, die braune für Bio und die schwarze für Restmüll. Danke für die Info. Ich hatte mich schon gefragt, wie das funktioniert. Außerdem gibt es im Keller eine Waschküche. Dort stehen 2 Waschmaschinen. Du musst dich in eine Liste eintragen, wenn du waschen möchtest. Ah, verstanden. Das ist praktisch. Ja, und im Hof gibt es auch einen kleinen Garten. Viele Nachbarn sitzen dort im Sommer zusammen.
Das klingt gemütlich. Ich freue mich schon darauf, alle kennenzulernen. Kein Problem, du wirst hier schnell Anschluss finden. Die Leute sind meistens freundlich. Schön zu hören. Danke, dass du mir alles erklärt hast. Gerne. Wenn du noch Fragen hast, klopf einfach an meine Tür. Ich wohne im 3. Stock, Wohnung 12. Super, danke Anna. Ich lade dich demnächst mal auf einen Kaffee ein. Sehr gerne. Willkommen im Haus, Max. Auf der Party bei Freunden, Kennenlernen und Verabredung. Hi, ich bin Jonas. Bist du auch bei Tom und Lisa eingeladen? Ja, genau. Ich bin Lara. Freut mich, dich kennenzulernen. Wie geht's dir? Alles gut? Danke, alles gut. Die Stimmung ist echt super. Und dir? Auch gut. Die Musik gefällt mir. Was machst du so beruflich? Ich arbeite im Büro als Sachbearbeiterin, viel mit E-Mails und Telefon. Und du? Ich bin Webdesigner. Ich arbeite viel am Laptop, aber es macht Spaß, weil ich kreativ sein kann. Klingt gut. Hast du Hobbys? Ja, ich koche gern und gehe joggen im Park. Manchmal spiele ich auch Gitarre. Und du? Ich tanze sehr gern und mache Yoga. Am Wochenende gehe ich oft wandern. Cool. Wo wanderst du am liebsten? In der Nähe vom See. Frische Luft tut gut. Absolut. Wie lange wohnst du schon hier? Seit einem Jahr. Ich bin wegen der Arbeit umgezogen. Und du? Schon 3 Jahre. Die Stadt ist klein, aber gemütlich. Stimmt. Übrigens, das Essen hier ist lecker. Magst du den Salat? Ja, sehr. Ich nehme aber Wasser, ich fahre später noch. Vernünftig. Hast du nächste Woche Zeit? Wir könnten zusammen joggen oder Kaffee trinken. Gerne. Wie wäre es am Samstag? Samstagvormittag geht nicht, da besuche ich meine Schwester. Kein Problem. Passt dir Samstag um 15 Uhr ein Kaffee im Café am Markt? Ja, das passt perfekt. Super. Wollen wir Nummern austauschen? Gern, schreib mir auf WhatsApp. Ich heiße dort Lara M. Alles klar. Ich schicke dir gleich eine Nachricht. Danke. Ich freue mich. Ich mich auch. Dann bis Samstag um 15 Uhr. Bis dann. Viel Spaß heute noch. Danke dir auch. Im Bus? Entschuldigung, ist hier noch frei? Ja, klar. Bitte setzen Sie sich. Dankeschön. Fahren Sie auch bis ins Zentrum? Ja, ich fahre bis zum Marktplatz. Und Sie? Ich auch. Wissen Sie, ob dieser Bus direkt dorthin fährt? Ja, er hält zuerst am Bahnhof und dann am Marktplatz. Sehr gut, dann bin ich richtig. Ich bin noch nicht so lange in dieser Stadt. Ach so, sind Sie neu hier? Ja, ich wohne seit 2 Monaten in der Nähe. Und Sie? Ich wohne schon seit 5 Jahren hier. Es ist eine schöne Stadt, oder? Ja, mir gefällt es sehr. Besonders die Altstadt finde ich toll. Stimmt, die kleinen Straßen und Cafés sind sehr gemütlich. Heute ist es aber ziemlich kalt, oder? Ja, leider. Morgens war es sogar -2 Grad. Oh, das ist frisch. Gestern war es noch sonnig und warm. Typisch für dieses Wetter. Es ändert sich schnell, aber bald kommt hoffentlich der Frühling. Ja, darauf freue ich mich. Wissen Sie, wie lange die Fahrt bis zum Marktplatz dauert? Ungefähr 15 Minuten, wenn kein Stau ist. Gut, dann bin ich rechtzeitig zu meinem Termin. Arbeiten Sie im Zentrum? Nein, heute habe ich nur einen Arzttermin. Verstehe. Ich gehe dort einkaufen, es gibt viele gute Geschäfte. Ja? Das habe ich schon gesehen. So? Hier sind wir. Perfekt. Vielen Dank für die Informationen. Kein Problem. Gerne. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Auf Wiedersehen.
Die Verabredung. Wir haben morgen eine Verabredung im Café. Unsere Verabredung ist um 18 Uhr am Bahnhof. Die Bekanntschaft. Die Bekanntschaft mit neuen Leuten macht mir Spaß. Durch den Sprachkurs habe ich viele Bekanntschaften gemacht. Die Rücksicht. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die Nachbarn. Er zeigt immer viel Rücksicht im Haus. Die Fahrtrichtung. In welche Fahrtrichtung fährt dieser Bus? Die Fahrtrichtung steht auf dem Fahrplan. Sich verabschieden. Wir müssen uns jetzt verabschieden. Sie hat sich freundlich von allen verabschiedet.